Der Herbst weckt in mir irgendwie das Bedürfnis, Dinge haltbar zu machen, etwas zu bewahren. Das hat für mich so was Ursprüngliches, so wie früher bei unseren Eltern oder Großeltern. Ich mag diese Stunden in der Küche, wenn ich mit meinen Händen werkle und in unserem Zuhause der Duft von Kohl, Krautsalat und gedörrten Äpfeln liegt. Das alles fühlt sich für mich nach Herbst an, nach Ruhe, nach Wärme, nach Erdung. Und genau darum geht es im heutigen Video. Ein ganz gemütlicher Herbstvlog mit kleinen Momenten aus meiner Küche und aus unserem Zuhause, vom Raspeln, Kneten und Stampfen des Sauerkrautes über Apfelscheiben, die langsam trocknen, bis hin zum Rotkohlsalat, der was Frisches und trotzdem Herbstliches auf den Tisch zaubert. Also, wenn euch das interessiert, bleibt gern dran und viel Spaß mit dem Video. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Kind war, dass bei uns daheim früher schon Sauerkraut gemacht wurde. Besonders lustig fand ich es immer, wenn meine Mama mit einem Bein, über das sie einen Plastikbeutel gezogen hatte, im Tontopf drin stand und mit dem anderen immer drum herum gelaufen ist, um das Kraut festzustampfen. Wenn das dann richtig verdichtet war, wurde der Tontopf erst im Warmen aufbewahrt, bis die Gärung so richtig in Gang kam, und danach wurde er unten in den Keller gestellt. Wir hatten damals so einen richtigen alten Gewölbekeller mit ausgetretenen Steinstufen und Erdboden. Der war immer so ein bisschen feucht und kühl und auch ziemlich gruselig. Also, ich hatte auf jeden Fall immer Schiss, da runterzugehen. Ich musste auch ein paar Mal zur Strafe da im Keller sitzen, weil ich Mist gebaut hatte. Das hat mich wohl so ein bisschen geprägt. Na ja, auf jeden Fall stand er immer voll mit Eingemachten, mit Konserven, mit Weggläsern und Vorräten. Und er hatte auch immer diesen besonderen Geruch nach Erde, Holz, nach eingelagerten Kartoffeln und manchmal eben auch nach Sauerkraut. Wenn das Kraut dann nach Wochen fertig war, wurde ich öfters mal nach unten geschickt mit einer Schüssel in der Hand, um Sauerkraut zu holen. Ich hatte dann so eine Holzzange oder vielleicht war es auch eine Holzgabel, und damit habe ich dann die Schüssel voll gemacht. Und auf dem Weg nach oben, wir haben damals im ersten Stock gewohnt, habe ich schon immer ein bisschen von Kraut genascht. Das war einfach zu verlockend. Dieses leicht säuerliche Kraut, oh, ich fand das köstlich. Ich habe Sauerkraut schon immer gern gegessen, egal ob roh oder gekocht. Und weil es ja auch perfekt zur Vollwertküche passt, habe ich jetzt beschlossen, ich setze wieder Sauerkraut an. Einen Tontopf habe ich zwar noch nicht, aber fürs Erste tun es auch meine Weggläser. Und einen schönen Kohlkopf, den habe ich mir neulich vom Wochenmarkt mitgebracht. Der ist so richtig fest und knackig, also optimal fürs Sauerkraut machen.
Bevor es an dem Tag mit Sauerkrautmachen losging, habe ich zuerst mal meine Weggläser aus dem Keller geholt. Die bewahre ich dort immer auf, wenn ich sie nicht brauche, zusammen mit den Deckeln, den Clipsen und den Gummis. Und als ich dann wieder oben in der Wohnung war, habe ich die Gläser erstmal sterilisiert. Ich nehme dafür ganz gerne den Kombi-Dampfbackofen. Der hat so eine Funktion, da werden die ungefähr 30 Minuten mit heißem Dampf sterilisiert, damit sie schön keimfrei sind, und das ist ja wichtig beim Fermentieren. Danach habe ich mir alles zusammengesucht, was ich so zum Sauerkrautmachen brauchte: die Waage, den Stößel, Schneidebrett, Messer und meine Küchenmaschine. Mit der Hand raspeln geht leider bei mir nicht mehr so gut, da macht mein Schultergelenk nicht mit, also lasse ich die Maschine arbeiten. Und während die Gläser dann noch im Dampf war, habe ich mir erstmal eine Tasse Kaffee gegönnt, ein paar Zeilen in mein Tagebuch geschrieben, denn das hatte ich an dem Morgen nämlich noch nicht geschafft. Ich nehme fürs Sauerkrautmachen am allerliebsten die runden Kohlköpfe, weil die so schön saftig sind. Spitzkohl kann man zwar auch nehmen, der ist ein bisschen milder, aber ich mag es lieber mit den runden. Von denen habe ich mir dann zuerst ein paar große Blätter beiseite gelegt, dann den Strunk rausgeschnitten, den Kohl klein geschnitten und alles mit der Küchenmaschine fein geraspelt. Vorher habe ich aber noch meine Schüssel gewogen, damit ich genau ausrechnen kann, wie viel Salz ich brauche. Ich nehme da immer so ungefähr 10 Gramm pro Kilo, am besten unjodiertes Meersalz oder Steinsalz. Das ist eine gute Menge, damit das Kraut schön milchsauer vergärt, aber nicht zu salzig wird. Es gibt aber auch unterschiedliche Varianten. Der eine nimmt mehr, der andere weniger. Für mich funktionieren diese 10 Gramm ganz wunderbar. Ja, und dann ging es ans Kneten bzw. ans Zusammendrücken, damit der Kohl schön bricht. Ich mache das mal mit den Händen, mal mit dem Holzstößel. Mit dem Stößel finde ich es persönlich fast einfacher, das geht nicht so auf die Gelenke. Und dann lasse ich das Kraut meistens ein Weilchen stehen, damit das Salz schön die Feuchtigkeit rauszieht. Und ich drücke das dann immer wieder in kurzen Abständen so nach. So wird der Kohl nach und nach schön weicher und gibt richtig gut Saft ab. Die Zeit, die habe ich dann genutzt und bin erstmal mit dem Max eine schöne Runde Gassi gegangen. Und als ich wieder zurückkam, war das Kraut schon so richtig schön saftig. Und ich konnte das dann anfangen, in die Gläser zu füllen, so Schicht für Schicht, immer schön mit dem Holzstößel nach unten drücken, damit die Luft rausgeht. Und ganz oben kommt dann bei mir noch so ein großes Kohlblatt oder zwei, je nachdem, wie groß das ist, kommt dann oben drauf. Dann beschwere ich das Ganze mit so einem kleinen Wegdeckel, weil die nicht so viele Glasgewichte haben. Das geht auch ganz wunderbar. Und so bleibt dann alles schön unter der Lake und da kann ich es schimmeln. Und dann kommt der Deckel drauf mit dem Gummi und das Ganze wird mit den Clips verschlossen. So können die Gärgase schön nach außen entweichen. Es kommt aber kein Dreck oder keine Fruchtfliegen oder so rein.
und man muss sich dann auch keine Sorge machen, dass die Gläser platzen. Und ich stelle das Ganze dann in so eine Edelstahlform, kann man auch eine Auflaufform oder irgendwas anderes nehmen, Tablett, damit der austretende Saft dann nicht überall hinläuft. Denn das kann durchaus passieren, dass da durch die Gärung ein bisschen was überläuft und ja, dann heißt es einfach nur noch warten. Ein Füßchen. Ich habe an diesem Tag noch gesehen, dass ich einen Rotkohl im Kühlschrank hatte und dachte mir so, ha, wo ich jetzt gerade meine Küchenmaschine draußen habe, dann hobel ich den jetzt auch noch klein und mache uns einen leckeren Rotkohlsalat draus. Den essen wir nämlich total gerne. Und dann habe ich kurzerhand den Rotkohl auch noch klein gehobelt, bin zwischendurch noch mal ganz schnell in den Supermarkt gefahren und habe ein Glas Feta in Öl geholt. Den braucht man nämlich für diesen Salat oder zumindest für dieses Rezept. Und wieder zu Hause habe ich dann den Kohl leicht gesalzen, dann auch mit dem Holzstößel ein bisschen bearbeitet, damit die Blätter brechen und das Kraut dann auch das Dressing besser aufnehmen kann. Ja, und dann kommt das Glas mit dem Feta dazu, obendrauf ein paar Granatapfelkerne. Gewürzt habe ich das Ganze mit Apfelessig, Salz und Pfeffer. Und ich finde, der Salat schmeckt am besten, wenn er über Nacht zieht. Genau, und dann habe ich ihn einfach stehen lassen und habe dann die Küche weiter in Ordnung gebracht, die Raspel abgespült und habe meine Gläser mit dem Sauerkraut in den Abstellraum gestellt. Dort sind gerade die Temperaturen perfekt, also nicht perfekt für einen Abstellraum, aber perfekt, damit das Sauerkraut gären kann, so um die 23 bis 24 Grad. Da kommt die so richtig gut in Gang, die Gärung. Ja, und dort lasse ich mein Sauerkraut jetzt ungefähr für eine Woche stehen. Und dann kommt es entweder in den Keller oder ich denke mal in die Garage, weil es dort etwas kühler ist. Und als ich die Gläser in den Abstellraum reingestellt habe, habe ich gleich noch mein großes Glas mit dem Apfelessig, den ich vor kurzem angesetzt habe, mit in die Küche genommen. Der war auch schon so richtig schön am Gären und den muss man ja jeden Tag umrühren und das habe ich dann gleich gemacht. Ja, und dann ist nicht mehr so viel passiert an dem Tag. Ich habe noch das Mittagessen für die Kinder vorbereitet. Die hatten sich einen Wikingertopf mit Hackbällchen gewünscht und die Hackbällchen mache ich ganz gerne im Airfryer. Das geht ganz schnell und schmeckt dann immer gut. Ja, und danach war dann erstmal Feierabend und am nächsten Tag ging es weiter.
Am nächsten Tag habe ich mir dann Zeit genommen, endlich meine Apfelscheiben zu dörren. Wir essen die wahnsinnig gerne, gerade jetzt im Herbst und im Winter, da sind die bei uns ein total willkommener Snack. Ich bewahre ja meine Äpfel sonst normal im Kühlschrank auf, aber gerade in der kühleren Jahreszeit habe ich sie draußen auf der Terrasse in so einer einfachen Jutetasche. Die habe ich mir irgendwann noch von Ikea mitgenommen. Und ich kaufe auch meine Äpfel immer hier vor Ort. Da weiß ich nämlich ganz genau, die sind unbehandelt und bio, auch wenn jetzt nicht unbedingt bio draufsteht. Ja, die Äpfel habe ich dann erstmal in die Küche reingeholt. Dann habe ich sie gewaschen und habe mir alles zurechtgelegt, was ich so brauche. Schüssel, das Brettchen, ein Messer und meine Reibe. Und dann habe ich die Äpfel erstmal entkernt, sodass grob das Kerngehäuse rausgeht. Und dann habe ich sie anschließend mit meiner Reibe in schöne, dünne, gleichmäßige Scheiben gehobelt und die habe ich dann auf die Dörrbleche verteilt. Ich nehme da als Unterlage ganz gern solche Dörrfolien. Die sind gerade zum Äpfeldörren super praktisch, falls die Apfelscheiben mal so ein bisschen kleben. Da muss man sie hinterher nicht so aus dem Gitter rauspulen. Ja, und die habe ich dann in meinen Dörrautomaten geschoben. Den habe ich bei mir im Räumle stehen auf so einem Pflanzenroller, weil ich habe mir gedacht, oh, das ist ganz super praktisch. Dann kann ich den immer mal wieder beiseite rollen, wenn ich mal putze oder wenn ich die Dörrbleche jetzt reinschiebe. Dann muss ich nicht jedes Blech extra rüber ins Räumle schaffen. Ja, und dann habe ich die Zeit eingestellt. Das sind immer so bei meinen Apfelscheiben 12 Stunden bei ca. 60 Grad. Und danach sind dann die Äpfel schön trocken und auch schon so ein bisschen knackig. Genauso mag ich sie dann. Ja, und am nächsten Tag waren sie dann fertig. Da habe ich sie vorsichtig von den Folien genommen und in eins meiner großen Lieblingsgläser gefüllt. Eins hat nicht ganz gereicht. Da habe ich das andere, was noch zur Hälfte gefüllt war, auch noch voll gemacht. Ja, und dann habe ich wie jeden Tag meinen Apfelessig umgerührt und dabei schon gesehen, dass mein Sauerkraut kräftig anfängt zu blubbern. Das ist immer dann der Moment, wo ich mich am allermeisten freue, weil man dann merkt, ja, es ist alles lebendig und in Bewegung. Wenn ich hier so in meiner Küche stehe und all das vorbereite, dann ist das für mich keine Arbeit, sondern fast so ein bisschen wie Meditation. Ich mag das total gerne, mit den Händen was zu arbeiten und Dinge selber zu machen und ganz genau zu wissen, was da eigentlich drin ist.
Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie sich die Speisekammer langsam füllt mit lauter guten und einfachen Dingen. Und das, obwohl ich jetzt keinen großen Selbstversorgergarten habe. Für mich ist das auch kein Stress schon, sondern eher so ein Zurück zu den Wurzeln, so wie früher, als man noch im eigenen Rhythmus gelebt hat und sich die Zeit einfach genommen hat für das, was einem wichtig war. Ich weiß, dass das, was ich hier mache, meiner Familie gut tut und ehrlich gesagt mir selber auch. Und ich genieße es jedes Mal, wenn ich am Ende des Tages sehe, was da entstanden ist. Und genau das gibt mir auch ein gutes Gefühl und erinnert mich auch dran, dass das Glück oft in den einfachen Dingen liegt. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit meinem kleinen Video. Ich freue mich, wenn ihr Spaß hattet, mich ein bisschen in meiner Herbstküche zu begleiten. Vielleicht konntet ihr euch ja die eine oder andere Inspiration mitnehmen. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung gern einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne den Kanal, dann seid ihr nämlich immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Ich sage jetzt mal Danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.